Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine leckere Schoko-Kirschtorte. Und zwar habe ich mir gedacht, am 14. Februar ist ja Valentinstag. Ja, diese Torte ist für diesen Anlass super gut geeignet mit diesem wunderbaren roten Spiegel oben auf. Und sie besteht aus meinem fluffigen Schokobiskuit, einer super cremigen Quark-Mascarpone-Sahne-Creme und natürlich Kirschensatt, Kirschkompott und obenauf eben der glutrote Spiegel aus Kirschsaft. Ja, und den Biskuit habe ich mir am Tag vorher vorgebacken und zwar das halbe Rezept. Ich verlinke euch das Video hier oben auf dem kleinen i und alle weiteren Infos findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept euch auch ausdrucken, da müsst ihr gar nichts mitschreiben. Und wir starten direkt mit der Zubereitung unseres leckeren Kirschkompotts. Bevor ich an den Herd gehe, zeige ich euch nochmal meinen Biskuit. Der ist wirklich ganz wunderschön geworden. Den habe ich mir gestern gebacken und zwar das halbe Rezept, wie gesagt. Da schneide ich mir jetzt gerade mal hier den aus der Form, vorsichtig, sodass ihr sehen könnt, wie er aussieht. Das ist wirklich ein fantastischer Biskuit, den ich immer wieder backe. Also ich backe eigentlich gar keinen anderen mehr. So. Ja, und ihr seht, der ist total gleichmäßig hoch geworden. Ja, wir können hier gerade noch das Backpapier abziehen. Und da seht ihr, wie unglaublich saftig und schön dieser Boden ist. Und fein porig. Ihr könnt euch auch das ganze Rezept backen. Dann habt ihr für die nächste Torte schon den nächsten Boden fertig im Tiefkühler. Die Kirschen habe ich mir schon abgetropft und jetzt gebe ich mir die 200 Milliliter Kirschsaft hier in einen Topf. Füge den Zucker hinzu und die Stärke, beide Male 25 Gramm. Und wer möchte, kann etwas Vanille hinzugeben. Ich gebe jetzt so ungefähr einen Teelöffel Vanillepaste hinzu. Ihr könnt auch Vanillezucker nehmen. Das Ganze verrühre ich jetzt kurz und dann koche ich das auf. Und sobald es andickt, gebe ich dann auch die Kirschen schon hinzu. Der Kirschsaft sollte unbedingt kalt sein, wenn ihr die Stärke hineingebt, sonst wird sie euch klumpen. Den Saft lasse ich mir unter Rühren aufkochen und etwas andicken. So, die Füllung ist schön dick. Jetzt können wir sie runternehmen und uns die Kirschen einrühren. Die sind bei mir schön abgetropft. Und damit nicht so lange warten, denn der Kompott zieht schon etwas an. Und damit das einfach schön alles zusammenhält und nicht direkt fest wird, muss man das schon direkt machen. Das wird auf jeden Fall fest werden auf der Torte. Jetzt werden wir uns die Quark-Mascarpone-Creme herstellen und eine dünne Lage der Creme erstmal unten auf den Boden geben und dann erst die Kirschen darauf. Das sieht einfach nachher beim Anschnitt schöner aus. So, für die Creme werde ich mir jetzt erstmal die 400 Milliliter Sahne steif schlagen. Und zwar nehme ich jetzt dieses Mal Sanapart, 4 Teelöffel. Ihr könnt aber auch ganz normal 2 Tütchen Sahnefest verwenden. Und das Sanapart lasse ich während des Schlagens einrieseln. Wenn die Sahne so schön Stand hat, können wir uns in der Zeit die anderen Zutaten verrühren und dann wird die Sahne gerade nur untergehoben. Ja, und die restlichen Zutaten, das ist hier unser Quark, 250 Gramm, der Mascarpone, Käse, wiederum 250 Gramm, ups, nicht aus der Schüssel fliegen. Dann gebe ich wieder etwas Sanapart dazu. Dieses Mal mache ich das Ganze ohne Gelatine, wie ihr seht. Das heißt auch für Vegetarier geeignet. Sanapart 5 Teelöffel dazu. Puderzucker und zwar 100 Gramm. Und jetzt gebe ich noch etwas Zitronenextrakt dazu, so ungefähr einen Teelöffel. Ihr könnt aber natürlich auch den Abrieb einer halben oder ganzen Zitrone nehmen. Wie ihr wollt und wie euch das am besten schmeckt. Das Ganze jetzt einfach verrühren und dann wird die Sahne nur gerade untergehoben.
So, und das reicht auch schon. Und ihr seht, das wird auch sofort steif. Einfach durch das Sun-Apart, das steift alles sofort. Da müsst ihr auch nicht lang warten. Das braucht keine Zeit zum Angelieren, sondern es ist einfach sofort fertig dann die Creme. Genau, wir geben uns noch die Sahne darunter und dann können wir uns die Torte auch schon füllen. Ich mache das am besten mal erstmal so in 2 Abteilungen. Nach und nach. Oh mein Gott, was für eine leckere Creme wird das bitte. Die duftet auch super lecker nach Zitrone. Und ihr könnt natürlich auch eine Vanillecreme machen. Da nehmt ihr einfach eben Vanillearoma oder das Mark einer Vanilleschote. Und nochmal den Rest unterheben. Und dann ist unsere leckere Füllung, cremige Tortenfüllung schon fertig. Und das ist ein Grundrezept. Diese Creme könnt ihr dann auch wunderbar mit anderen Früchten aromatisieren. Ihr könnt noch einen Erdbeermus drunter heben, zum Beispiel, wenn Erdbeerzeit ist. Oder Mandarinensaft, Orangenschale und was man alles sich noch vorstellen kann. Es kann auch eine Schokoladencreme werden, indem ihr einfach noch ein bisschen Kakao hinzugebt. Also diese Creme ist einfach perfekt. Und ihr seht, schon ist sie fertig und wir können unsere Torte dann auch füllen. So, der Boden ist bei mir schon auf der Tortenpappe. Darunter habe ich wie immer einen Tortenretter, Tortenring drum gestellt, festgezogen. Und jetzt gebe ich mir erstmal hier eine dünne Schicht auf den Boden, auf dem dann einfach die Kirschen besser haften. Und beim Anschnitt sieht es einfach schöner aus. So, alles gut verstreichen. Jetzt kommen hier die Kirschen drauf. Und ich lasse dann ein bisschen Rand frei, dann sehe ich von außen nur weiß. Wenn ihr die Kirschen sehen wollt, dann macht ihr sie bis zum Rand. Das Ganze natürlich jetzt wieder gut verstreichen, dass wir so eine Kirschschicht bekommen. Eine leckere Kirschkompottschicht. So, ich mache das jetzt so, dass ich einen Zentimeter Rand freilasse. Dann habe ich von außen nur eine weiße, schöne Creme und sehe die Kirschen nicht so. Die sind dann nur innen drin. Alles schön gleichmäßig verteilen. Ja, und jetzt kommt hier noch der Rest oben auf, der Rest der Creme. Und ja, mit Sun-Apart kann man auch sehr gut arbeiten. Der einzige Unterschied ist, die Creme wird nicht ganz so, wie soll man sagen, fein wie mit einem Agar-Agar oder einer Gelatine. Man merkt so ein bisschen die Stärke, die mit drin ist. Das streichen wir uns jetzt auch nochmal schön glatt und schön hier außen rum, um die Kirschen rum sozusagen. Gucken, dass da wirklich alles bedeckt ist, schön. Und dann alles glatt streichen. So glatt wie möglich streichen, denn wir wollen ja auch einen möglichst glatten Spiegel haben und das klappt natürlich nur, wenn das Ganze auch schön glatt gestrichen ist und auch möglichst plan ist. Also nicht eine Seite höher als die andere. Also nehmt euch dafür Zeit, dass das wirklich richtig gut gemacht ist. So, wunderbar. Doch wie immer müssen wir jetzt noch unseren Rand hier ein bisschen sauber machen. Da nehmt ihr euch einfach ein Küchenpapier und macht das noch sauber, damit einfach der Spiegel nachher schön sauber auch dann aus der Form kommt. Ich stelle mir die Torte jetzt erstmal für mindestens eine Stunde kalt. Ihr könnt das natürlich auch über Nacht machen. Umso einfacher geht das mit dem Spiegel. Ist auch möglich, aber ihr könnt sie auch eine Stunde in den Tiefkühler stellen oder eben 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank.
So, die Torte war bei mir jetzt schon eine Runde im Tiefkühler und ist schön kalt geworden. Und ich gebe mir jetzt einfach meinen roten Tortenguss hier in meinen Topf. Dazu etwas Zucker. Ich nehme da 2 gestrichene Esslöffel ungefähr. Jetzt gebe ich mir meinen mit Wasser gemischten Kirschsaft hinzu, der noch übrig war. Und verrühre das Ganze. Jetzt kochen wir uns das gerade kurz auf und geben es dann direkt auf die gekühlte Torte. Also stellt euch die Torte am besten jetzt schon mal bereit, damit ihr nachher nicht hetzen müsst, wenn das Ganze aufgekocht ist. Und ihr seht, das wird jetzt dunkler und dicker. Jetzt kurz aufkochen. Da können wir auch die Hitze schon runterstellen und so ungefähr 1 Minute kochen lassen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Perfekt. So, dann können wir uns das Ganze auf die Torte geben. Auf geht's. Das ist immer so ein bisschen der tricky Moment. Ich lasse mir das am besten jetzt mal über den Löffel fließen. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen auskühlen lassen und dann muss das für eine Runde in den Kühlschrank. Mindestens 4 Stunden, am besten wie immer über Nacht. Dann habt ihr Zeit und am nächsten Morgen können wir das Ganze dann schön dekorieren. Ja, die Torte war bei mir über Nacht wie immer abgedeckt im Kühlschrank. Sie ist wunderbar fest geworden, wie ihr seht. Und ich werde sie jetzt hier oben auf noch mit Rosetten und den Herzen dekorieren. Ihr könnt das auch so machen oder sie einfach so lassen. Sie ist auch so wunderschön, einfach mit diesem roten Spiegel. Das ist schon Dekor genug eigentlich, aber für einen besonderen Festtag kommt natürlich noch ein bisschen was oben auf. Ja, dann schneiden wir uns die Torte mal vorsichtig aus dem Ring. Okay. Wir öffnen uns vorsichtig unseren Verschluss. Diese Torte könnte man auch so sehr, sehr schön schon servieren. Sie sieht einfach klasse aus. Im Grunde ja wie meine Rotkäppchen-Torte, ganz ähnliches Rezept. Bevor ich aber meine Sahne schlage, werde ich die Torte noch einteilen. Das ist ja, tut ja immer so ein bisschen weh, genau genommen, weil das jetzt so wunderschön aussieht. Aber das muss jetzt bei diesem Design sein. Gucken, dass man wirklich in die Mitte kommt und vorsichtig eindrücken. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann, aber ich sehe jetzt, wo die einzelnen Stücke sind. So, dann wollen wir uns mal die Sahne steif schlagen. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter und hier habe ich einfach 2 Teelöffel Sanapart und etwas Zucker. Puderzucker habe ich diesmal genommen. Und ja, ihr könnt aber auch ganz normal Sahnefest und Vanillezucker nehmen, wie ihr das gewöhnt seid und was euch am besten schmeckt. Und wenn die Sahne so schön steif ist, dass wirklich ein Schnitt sichtbar bleibt, dass also die Form einfach sichtbar bleibt, die man hier reinzieht, dann können wir sie uns in einen Spritzbeutel mit Sterntöle füllen und uns die Rosetten aufspritzen. Den Spritzbeutel habe ich mir mit meiner großen Sterntöle versehen. Der kommt jetzt hier einfach auf so ein größeres Glas. Und ich denke, ich werde die 200 Milliliter Sahne schon auch benötigen, denn das ist ja eine große Tülle. Dann fangen wir mal an. Fantastisch, dieser Kontrast, Wahnsinn. Und die letzte, und da sehe ich auch, dass ich genug Sahne habe und dass es gerade reicht. Nicht mehr fehlen, nur noch unsere Herzen und dann können wir die Torte probieren. Die sehen so aus, sie kommen in so einer kleinen, auf so einer Pappe und haben noch so einen Schutz drüber. Und ja, ich glaube, die passen fantastisch zum Valentinstag. Das Tolle ist, da ist so eine kleine Folie dabei, da kommen die Herzen raus und die könnt ihr auch weiterverwenden. Einfach die Folie dann sauber machen und da könnt ihr auch Schokoladenherzen mitmachen, also dunkle Schokolade oder Zartbitter. Ich nehme jetzt hier meine rosa Herzen, vorsichtig.
Die Torte würde auch sehr schön aussehen mit Schokoladenherzen, natürlich mit dunkler, mit Zartbitterschokolade. Gar keine Frage, dann sieht sie aus wie eine Schwarzwälder. Aber für Valentinstag oder Muttertag, der jetzt ja auch bald kommt, glaube ich, ist es so echt schön. Und wenn ihr einen Geburtstag feiert, dann könnt ihr auch hier oben Streusel aufstreuen, kurz vor dem Servieren. Ja, was auch immer ihr drauf haben wollt. Zu Karneval bunte Konfetti. Fasching ist ja jetzt nun auch um die Ecke. Das sieht alles sehr, sehr schön und farbenfroh aus. Wunderschön, unsere Valentinstorte ist fertig und wir können sie probieren. So, dann würden wir unser feines Törtchen mal anschneiden. Und da kommt unsere leckere Valentinstorte. Ein bisschen was ist hängen geblieben. Immer so beim ersten Stück. Ich schneide gleich noch mal eins raus. Und da ist unsere mega, mega leckere Valentinstorte. Schoko-Kirschtorte. Super, super lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Sieht so lecker aus. Die Kombination dunkler Boden, schöne helle Creme und der super schöne Spiegel. So, dann lasst uns probieren die leckere Valentinstorte. Einfach toll, diese 3 Schichten. Ja, was soll ich sagen? Eine schöne Kombination, sehr, sehr lecker. Ein schöner, saftiger Schokoboden, kombiniert eben mit dieser zitronigen Creme. Ich würde beim nächsten Mal wieder Zitronenschalenabrieb nehmen, also wirklich was ganz Organisches, nicht diesen Extrakt. Der schmeckt mir persönlich nicht so gut. Und ja, einfach, es ist ja ein Hingucker für die Augen. Wunderschön und ich bin sicher, euer Liebster, eure Liebste, je nachdem, wird sich mega, mega über diese Torte freuen. Ja, macht sie unbedingt nach. Das war meine Valentinstorte. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben dazulassen. Gerne auch einen netten Kommentar mit Tortenwunsch. Ich nehme die alle auf meine Liste. Es kommt alles irgendwann dran. Lasst mir ein bisschen Zeit und ich baue das auf jeden Fall ein. Ja, wir sehen uns hier nächsten Mittwoch um 18 Uhr wieder für einen neuen Reisevlog. Den Kanal verlinke ich euch nochmal dort oben. Und hier unten in der Infobox findet ihr alle wichtigen Links. Link zum Rezept, Link zu meinen Social Media. Dort könnt ihr mir dann auch eure Fotos schicken, wenn ihr was nachgebacken habt. Ja, und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Einen schönen Valentinstag mit euren Liebsten. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!